Hallo und schön, dass du da bist. Die Luftaufnahmen sind fantastisch. Berge, Seen, Städte, alles in bester Qualität und gestochen scharf. Wenn du in der Schweiz Drohnen fliegen möchtest, solltest du dich vorher informieren, was du darfst und was nicht. Was du beachten musst, erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist Alex, ich mache Vlogs, cinematische Videos und Videos zu den Themen Fotografie, Videografie und Drohnen. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um keins meiner Videos zu verpassen. Drohnen sind ferngesteuerte, meist kleinere Fluggeräte. Sie sind rechtlich den Flugmodellen gleichgestellt. Bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm dürfen sie grundsätzlich ohne Bewilligung eingesetzt werden. Ja, richtig gehört. Bis zu 30 Kilogramm und das ohne Bewilligung. Voraussetzung ist allerdings, dass du jederzeit Sichtkontakt zu deiner Drohne hast. Außerdem dürfen keine Drohnen über Menschenansammlungen betrieben werden. Die Vorgaben für den Betrieb von Drohnen bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm findest du in der Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien. Details dazu findest du auf der Webseite des Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel. Sehen wir uns den Geltungsbereich einmal genauer an. Diese Verordnung gilt für Hängegleiter ohne Antrieb oder mit elektrischem Antrieb, Drachenfallschirme, Fesselballone, Fallschirme und unbemannte Luftfahrzeuge. Laut den gemeinsamen Bestimmungen werden Luftfahrzeuge nach Artikel 1, damit ist der Geltungsbereich gemeint, nicht in das Luftfahrzeugregister eingetragen. Betreffend Start- und Landeort steht, dass für Luftfahrzeuge nach Artikel 1, ausgenommen Hängegleiter mit elektrischem Antrieb, kein Zwang besteht, auf einem Flugplatz abzufliegen oder zu landen. So was steht in der Verordnung über gewerbsmäßige Flüge. Für gewerbsmäßige Flüge mit Luftfahrzeugen nach Artikel 1 ist keine Bewilligung des BASL erforderlich. Wiegt die Drohne mehr als 30 Kilogramm, ist eine Bewilligung der BASL erforderlich. Das Bundesamt legt dann die Zulassungsanforderungen und die Betriebsbedingungen im Einzelfall fest. Eine Haftpflichtversicherung mit einer Garantiesumme von mindestens 1 Million Franken ist sicherzustellen. Wer ein Modell-Luftfahrzeug mit einem Gewicht bis 30 Kilogramm betreibt, muss stets direkten Augenkontakt zum Luftfahrzeug halten und jederzeit die Steuerung gewährleisten können. Auch hier ist eine Haftpflichtversicherung mit der Garantiesumme von 1 Million Franken sicherzustellen. Die Haftpflichtversicherung ist beim Betrieb mitzuführen. Der Betrieb von Modell-Luftfahrzeugen mit einem Gewicht zwischen 0,5 und 30 Kilogramm ist in einem Abstand von weniger als 5 Kilometer von den Pisten eines zivilen oder militärischen Flugplatzes untersagt. In Umkreis von weniger als 100 Meter um Menschenversammlungen im Freien ist der Betrieb ebenfalls verboten. Auch verboten ist es, in Kontrollzonen zu fliegen, wenn dabei eine Höhe von 150 Meter über Grund überschritten wird, zumindest ohne Bewilligung. Eine Bewilligung für einen Flug innerhalb einer Kontrollzone über eine Höhe von 150 Meter über Grund kann bei Skyguide beantragt werden. Modellluftfahrzeuge mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm benötigen keine Haftpflichtversicherung. So, fassen wir kurz die wichtigsten Fakten zusammen. Wann darfst du ohne Bewilligung fliegen? Wenn deine Drohne leichter ist als 30 Kilogramm, du jederzeit Sichtkontakt zur Drohne hast, in freier Natur, in Kontrollzonen bis maximal 150 Meter über Grund, über bewohnten Gebieten ohne Menschenversammlungen und auf Modellflugplätzen und an Flugveranstaltungen. Das BASL definiert eine Menschenversammlung oder eine Menschenansammlung, wenn mehr als 24 Personen auf engen Raum sind. Eine Bewilligung brauchst du, wenn deine Drohne schwerer ist als 30 Kilogramm, wenn du weniger als 5 Kilometer um Flugplätze, näher als 100 Meter um Menschenansammlungen und oder über 150 Meter Höhe in Kontrollzonen fliegen möchtest. Weitere Informationen findest du auch auf der Webseite vom Dachverband des Schweizer Drohnengewerbes. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass sich spätestens ab 1. Juli 2020, also dieses Jahr, die Regeln etwas ändern werden, da die neue EU-Drohnenverordnung kommt. Was ich nicht gefunden habe, ist eine Maximalbeschränkung für Drohnen.
weder für unter 30 Kilogramm noch für über 30 Kilogramm außerhalb von Kontrollzonen. Solltest du noch Fragen haben, dann schreib mir einen Kommentar gleich unterhalb des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.